die ich hier auch live habe. So sieht das Teil in Original aus. Willkommen auf meinem Kanal Find Vintage Beauty. Heute möchte ich euch eine Modeschmuckmarke vorstellen, die ich in meinem Online-Shop verkaufe, und das ist Monet. Monet ist eine wundervolle Firma mit einer fast 100-jährigen Geschichte, die auf Metallschmuck spezialisiert ist. Hinzu kommt noch dieses wunderbare Buch, das ich erst neulich in die Hände bekommen habe. Es ist wirklich eines der besten Bücher, die ich je über Modeschmuck gelesen habe. Anhand dieses Buches können wir ganz wundervoll durch die Mode- und Stilgeschichte gehen. Und ich kann euch hier live die Modeschmuckstücke zeigen, die auch in diesem Buch vorkommen. Hier, das sind die beiden Gründer. Die waren Brüder und Einwandererkinder. Ihre Eltern waren aus der Ukraine nach Amerika eingewandert. Hier zunächst hieß Monet Monocraft und sie waren spezialisiert auf Initialen, also Buchstaben. Das war in den 20er Jahren sehr, sehr modern. Das fing erstmal an mit so Schildern, die man in die Autos montiert hatte. Und später wurde das dann, hier sieht man zum Beispiel in den Kaufhäusern, wurden diese Buchstaben aus Metall auf Handtaschen appliziert oder wie hier in Broschenrahmen eingesetzt. Also Monocraft war auf diese Metallbuchstaben spezialisiert. Hier sieht man nochmal die vielen Handtaschenmodelle. Und als Monet dann in den Kaufhäusern schon mal drin war, war der Weg natürlich nicht mehr weit zu Modeschmuck. Und hier zeige ich euch mal. Hier. So sah der erste Modeschmuck von Monet aus. Das waren Broschen und Anhänger mit den Initialbuchstaben drauf. Das früheste Schmuckstück, das ich habe, ist aus den 40er Jahren. Das sehen wir hier, von 1942. Und zwar ist das diese Pelzclip im Urnendesign. Und dazu habe ich auch die passenden Ohrclips. Genauso wie das hier in dem Buch vorgestellt wird. Schön hierbei ist auch, dass hier auf dieser Seite wird diese Clip-Technik von Monet vorgestellt. Das Patent ist von 1943 und dieser Clip hat auch exakt diesen Verschluss, den Monet die ganze Firmengeschichte hindurch gemacht hat. Kein anderer Clip als dieses Patent. Das hat keine Feder. Deswegen lässt sich der Clip individuell einstellen und von vornherein war der so bequem, dass der 50 Jahre lang weitergemacht wurde. Dann wollte ich euch zeigen, noch für die Modegeschichte der 40er Jahre, hier sieht man diese Kombination von verschiedenen Metallen. Ich habe hier in meinem Shop auch so eine Brosche aus dieser Zeit, Kupfer und Messing miteinander kombiniert. Also das hilft mir eben auch immer, das Zeitalter zu bestimmen. Weil ihr mich das so häufig fragt, woher ich das denn wüsste. Ja, das erfährt man dann alles, wenn man möglichst viele Schmuckstücke anschaut. Dann kommen wir in die 50er Jahre. The Fabulous 50s. Ja, die 50er Jahre sind das Wirtschaftswunder-Zeitalter auf der ganzen Welt. Nicht nur in Deutschland, sondern überall nach dem Zweiten Weltkrieg ging es aufwärts. Hier finde ich ganz wundervoll, hier zum Beispiel, sieht man, wie so ein Armband konstruiert ist. Und ich habe in einem meiner Pakete, habe ich dieses Armband gefunden und habe gedacht, das wäre aus den 70er Jahren. Nein, es ist von 1954. Es ist genau exakt
gleiche Konstruktion. Und was man hier auch sehr schön sieht, sind, dass diese Ketten, also das Design der Ketten immer so recht eng um den Hals, diese elegante, schlanke Form. Und was man auch sehr, sehr gut sehen kann, sind diese runden Buttonformen. Also das fing also hier in den 50er Jahren an. Diese hier zum Beispiel, die haben noch kein Copyright-Zeichen, also sind sie vor 1955 entstanden. Und auch diese hier. Anfang der 50er Jahre fängt auch die Mode mit diesem weißen Schmuck an. Der ist auch so beliebt gewesen in den 50ern, in den 60ern, bis in die 80er Jahre gab es sehr viel weißen Schmuck. Und ich finde es auch selber sehr, sehr schön, weil es so einen starken Kontrast bildet. Also typisch für diese Halsketten von Monet in den 50er Jahren sind auch, das sehen wir hier in den nächsten, hier, sind diese Verlängerungsketten, die immer mit einem Tropfen enden. Und auch hier zum Beispiel, hier mit diesen runden Kettengliedern. Und man sieht auch die Form des Etiketts sehr gut. Und diese runden Glieder sind auch noch so leicht strukturiert, also sehr detailverliebt gemacht. Hier könnt ihr noch mehr von diesen Verlängerungsketten sehen. Hier ist auch eine wundervolle Seite mit dem weißen Schmuck. Also hier habe ich ein sehr, sehr schönes Armband mit dem tollen gebürsteten Gold und den weißen Perlen. Und hier, das wollte ich euch zeigen, hier Susie Parker war eines der Supermodels in den 50er Jahren. Also die hat schon 1956 für Monet gearbeitet. Daran sieht man auch, wie erfolgreich die Firma war. Und hier sehen wir diese Spezialisierung auf die Armbänder ab 1954. Und das hat Monet sehr gerne propagiert, wirklich die vielen tollen goldenen Armbänder. Also solche Armbänder habe ich nicht zurzeit. Was ich aber habe, sind diese Vorläufer von Armreifen, die noch mit dem Scharnier zu öffnen sind. Da habe ich einige. Und sehr schön 50s-mäßig ist auch dieses Jahr. Da sieht man schon dieses strukturierte Metall, aber noch nicht so intensiv wie in den 60er Jahren. Monet ist auch sehr dafür bekannt, viele Innovationen entwickelt zu haben. Viele Erfindungen von Monet, die kennen wir bis heute. Und hier zum Beispiel 1959 hat Monet eine Kollektion Monets genannt. Und zwar ging es darum, feinere Ketten zu verkaufen und Anhänger dazu, sodass ein jüngeres Publikum angesprochen wird und sich das individuell aussuchen kann. Also ich habe hier auch einige Beispiele. Ich versuche euch das mal mit meiner anderen Kamera zu zeigen. Und hier sehen wir auch diese Verschlüsse, die auch ein Patent von Monet sind.
Und das sieht man hier in dem Buch. 1959, da habe ich das erste Mal diesen Haken gefunden, wobei es meiner Meinung nach ein älteres Patent von Monet ist. Dann kommen wir in die tollen 60s. Hier wird das Kapitel eröffnet mit einer Kette von 1966, die ich hier auch live habe. So sieht das Teil in Original aus. Eine wundervolle Qualität und auch ein ganz toller Verschluss. Der ist jetzt so rund gestaltet. Tournee heißt diese Kette. Also es werden längere Halsketten modern und für Monet sehr, sehr erfolgreich waren diese ganzen Gliederketten, kann man sagen. Hier, da sehen wir dieses, davon habe ich schon sehr, sehr viel verkauft von dieser Art von Schmuck. Also ich habe jetzt hier nochmal einen ganz typischen Ohrclip in diesem Design. Auch wieder mit dem tollen Monet-Clip. Und diese wunderschöne Halskette, die zumindest auch am Ende der Verlängerungskette ist auch dieser gestaltete das Oval ist auch so gebürstet, wie auch diese Ketten hier im Buch. Also die 60er Jahre sind immer gebürstetes Metall, auch gerne kombiniert mit glänzendem. Und dazu habe ich hier auch eine ganz wundervolle Brosche. Hier Sie. Die Broschen in den 60er Jahren sind riesig. Dann typisch für Monet sind diese kleinen Drahtschmetterlinge und hier heißen Menagerie. Monets Menagerie heißt diese Serie. Ich habe auch den kleinen Schmetterling, habe ich auch da, den kann ich euch auch live zeigen. Den habe ich schon häufig verkauft. Also es ist der beliebteste Vintage-Schmetterling aus meiner Sicht. Der ist auch so detailverliebt gemacht, wirklich ein tolles Teil. Ich versuche das nochmal genauer zu zeigen. An so einer feinen Monetskette. Und später in den 70er Jahren wird der auch in weiß gemacht. Dann wird eine weiße Emaille darüber gearbeitet, um das eben in diesen weißen Schmuckserien aufzunehmen. Hier sind noch weitere Beispiele für diese Drahtbroschen. Und noch eine Erfindung von Monet, das habe ich euch ja schon mal erzählt, sind diese tollen Armreife. Und zwar hier ist auch eine ganz, ganz schöne Geschichte aufgeschrieben, wie es dazu kam. Ein paar dieser ersten Armreife, die es je gab, habe ich auch hier. Von 1962 ist diese Erfindung. Also ich finde besonders schön diese mit den Facetten und auch diese mit der strukturierten Oberfläche. Sehr, sehr 60s. Und wie das Model es hier zeigt, man musste mehrere tragen natürlich. Das ging auch so die ganzen 60er Jahre hindurch bis zur Hippie-Mode am Ende der 60er Jahre. Hier nochmal. Hier werden auch diese nochmal gezeigt, die ich euch schon gezeigt habe, die mit dem Scharnier. Natürlich wurden die auch weiterhin gemacht, aber dieser nahtlose Armreif, das war eine technische Sensation
von Monet erfunden. Und noch eine Erfindung, die wir heute für selbstverständlich halten, das sind diese kleinen Charme-Anhänger. Habe ich leider kein Beispiel hier live, aber hier sieht man schon dieser Love-Anhänger, also den sieht man ja bis heute exakt so. Das ist eine Erfindung von Monet, ebenfalls von 1962. Da hat man dann, irgendwo habe ich doch noch so ein Armband, da hat man so ein schönes Kettenarmband ausgesucht und dazu dann einzeln die Anhänger. Und das Neue daran war eben dieser Federring dazu, dass man das austauschen konnte und so viele Bettelarmbandmäßig Anhänger da dran machen konnte, wie man wollte. Dann noch eine tolle Erfindung von Monet sind die Kreolen. Die sind bis heute ja ein sehr, sehr beliebtes Schmuckstück. Hier sind Kreolen als Clip. Bis in die 70er Jahre gab es ja keine durchgestochenen Ohren und deswegen jeder Ohrring war ein Clip. Hier habe ich diese größeren und auch diese kleineren sind auch sehr, sehr beliebt. Bis heute verkaufe ich die ständig. So, dann. Also dieser Schmuck, jedes Schmuckstück wurde auch in Silber gemacht. Obwohl Gold sehr beliebt war, gibt es jedes Schmuckstück auch in Silber. Und eines der beliebtesten Schmuckstücke von Monet ist diese Serie hier. Die heißt Bolero. Ich habe hier dieses Armband. Das war unheimlich beliebt wegen dieser Filigree-Halterung für diese Metallperlen. Die Metallperlen waren gebürstet. Ja, das perfekte Schmuckstück mit diesem verzierten Verschluss. Und diese Kette hier habe ich auch. Und zwar in Silber. Und meine hier ist auch in einem super, super Zustand. Und ab dieser Zeit, also hier steht 1961, wobei, also ich meine, diese Bolero-Serie, die wurde schon 1959 gemacht, also ging über in die 60er. Und sehr beliebt in dieser Zeit wird diese Kordelketten. Das hat dann Monet auch bis zum Exzess betrieben, also die hatten über 100 verschiedene Ketten im Sortiment. Zu diesem Design, da habe ich noch eine Kuriosität. Ich habe eine Brosche hier in Deutschland gefunden. Die hat fast dasselbe Design. Also ich glaube, dass diese Monet-Brosche riesig ist. Und hier die deutsche ist ganz klein. 1968. Dann diese Halskette hier, auch ein sehr beliebtes Design. Also weil das wieder weiß lackiert ist, habe ich immer gedacht, das wären die 60er Jahre. Aber Monet hat diese Kette in weiß erst ab 1970 gemacht. Das erste Mal kann man dieses Design sehen, zeige ich euch auch nochmal hier im Buch, hier 1960, Ball d'Or, also Kugel aus Gold. Und das ist so eine Filigree-Kugel mit einem Muster, durchbrochenem Muster und auch wieder mit diesem sehr, sehr schönen Verschluss.
also 1970. Die 70er Jahre waren die erfolgreichsten Jahre für Monet. Hier ist sie nochmal. Da gibt es auch noch die Ohrringe passend dazu. Und hier 1972 kommen wir zu den Sternzeichen. Schon 1972 fing die Mode mit den Sternzeichen an. Und hier, diese Kette hier hatte ich gefunden. Also hier ist natürlich wieder dieser Verschluss und der kleine Anhänger von Monet. Aber der Krebs hier ist nicht signiert. Und jetzt habe ich ihn hier im Buch gefunden, exakt. Und sogar im Text wird auch noch gesagt, dass da die Signatur fehlt bei dem Teil. Wundervoll. Also ein Original Monet-Teil von 1972. Hier haben wir wieder Kreolen. Und jetzt fängt das Zeitalter an, 1971 mit den durchgestochenen Ohren, also den Steckern. Hier, diese Ohrringe habe ich ja erst letzte Woche in einem meiner Schmuckpakete gehabt. Und zwar ist das dieser hier. 1971. Und was ich auch daran so toll finde, da sieht man schon dieses Türklopfer-Design, das wir eigentlich aus den 80er Jahren kennen. Und hier wird das schon in klein gemacht. Sehr innovativ und sehr seiner Zeit voraus. Hier hat Monet Ende der 70er Jahre Echtschmuck gemacht. Und hier 1978, also die 70er Jahre waren ja das erfolgreichste Jahrzehnt für alle Modeschmuckfirmen. Und ab 1978 wechselte die Mode komplett. Also am besten ohne Schmuck. Das war so ähnlich wie heute, würde ich sagen. Die Schmuckstücke waren sehr klein. Aus dieser Zeit möchte ich euch auch noch ein Beispiel zeigen. Und zwar ist hier eine Anzeige von Monet mit exakt diesem kleinen Ohrring. Da werden kleine Ohrstecker beworben von 1978 und die habe ich hier. Also dieser Zustand dieser Ohrringe ist faszinierend gut. Also das ist auch das, was mir an Monet so gut gefällt. Ganz oft sind die Schmuckstücke älter, als ich denke. Und meistens ist es ja umgekehrt, dass man denkt, die Schmuckstücke sind alt und dann sind sie leider doch nicht so alt. Jetzt kommen wir in die 80er Jahre. Die 80er Jahre sind sehr farbig für Monet. Sie stehen auch für Experimente. Unter anderem, also was sehr erfolgreich war, das war eine Lizenz, die Monet hatte, und zwar für Yves Saint Laurent. Hier, ab 1980 hat Monet den Schmuck für Yves Saint Laurent gemacht. Hier sieht man auch die Beispiele, alles sehr bunt. Hier auch ein ganz berühmtes Schmuckstück aus der Kollektion von Yves Saint Laurent. Und hier, das finde ich, sind die typischen 80er Jahre. Hier möchte ich euch dieses Collier zeigen. Wundervoll emailliert, in einem tollen neutralen Look, wie ich finde. Also sehr klassisch schon fast für die 80er Jahre. Und toll sind diese Ohrringe hier.
Wundervolles Design und auch in diesem tollen Rot. Und was auch gar nicht typisch war für Monet und in den 80er Jahren irgendwie neu. Und da hat sich Monet auf jeden Fall auch in Strass versucht. Und ich finde, dass dieser Strassschmuck auch so schon fast diese Art Deco-Look hat, der in den 80er Jahren auch sehr, sehr beliebt war. Hier habe ich auch genau, hier. Diese Schmuckstücke, die hier gezeigt werden, sind ganz in dem Stil von dem Ohrring, den ich hier habe. Emaille mit Strass. Dann eine sehr erfolgreiche Geschichte in den 80er Jahren sind die Perlen. Und ich habe auch einige Perlenketten von Monet. Die weisen auch exakt diesen Verschluss, der hier in dem Buch gezeigt wird, auch auf. Ja, so. Und was ich auch entdeckt habe und sehr interessant fand, dieses Teil hier, das wird hier exakt beschrieben. Und zwar wird da die Perlenkette eingelegt und dann so ein Schmuckteil da drauf geklemmt. So, die 90er Jahre. Ja, leider waren die 90er Jahre sehr schwierig für Monet. Sie haben 2 Pleiten in diesem Jahrzehnt hingelegt. Trotzdem, der Stil wird klassisch. Und zwar, dafür habe ich auch einige Beispiele. Dieses schöne Collier hier ist exakt das Collier hier auf der Anzeige von 1990. Nur meines hat einen anderen Verschluss. Also dieser Verschluss ist meiner Ansicht nach aus den 80er Jahren. Ein ganz, ganz wundervolles Collier. Ganz toll weich und flexibel, das Metall sich so schön anfühlen kann. Toll. Noch ein Highlight in den 90er Jahren war die Lizenz für die Herstellung vom Modeschmuck für den französischen Designer Christian Lacroix. Hier die Herzen, das war sein Markenzeichen. Hier auch ein wundervolles Design für Lacroix. Ja, 2000 wurde Monet von dem Konzern Liz Claiborne gekauft. Hier auf der letzten Seite fand ich noch diese Verschlüsse, die ich auch auf 2 Schmuckstücken in meiner Kollektion gefunden habe. Dieses Armband hier mit dem schönen Knebelverschluss und diese ältere Kette auch mit diesem Verschluss. Ja, ein ganz, ganz wundervolles Buch und wie ich finde, wundervoll geschrieben. Auf Englisch ist das Buch allerdings. Also eine Empfehlung von mir. Den Titel und die ISBN-Nummer schreibe ich unten in die Beschreibung. Wenn euch dieses Video gefallen hat, vergesst nicht zu liken, zu kommentieren und abonniert meinen Kanal. Bis bald!